So, liebe Leute von heute, herzlich willkommen zurück hier bei Genshin Impact für die PlayStation 4 in der Taverne zum Katzenschwanz, wo wir im letzten Part mit geniale Beschwörung angefangen haben, das Tutorial absolvierten und ja, ein Duell gegen Saccharose bestritten haben. Und nun müssen wir als nächstes mit Shuyun sprechen, in der Nähe von Prinz, sodass wir dann auch unser eigenes Deck dann wohl erhalten können, um es dann auch später für Online-Kämpfe und gegen Kämpfe gegen NPCs anpassen zu können. Gehe ich mal von aus. I see. So you have now grasped the rules of Genius Invocation TCG. That's right! The Traveler, Sucrose, and Paimon are TCG players now! Oh, hat Paimon auch mit Karten gespielt? Paimon picked it up from watching you and Sucrose. Becoming a TCG player is not as simple as that. You cannot call yourselves true TCG players until you have passed the test. Sobering words from Prince there. But I'm afraid he's right. To become official players recognized by the Genius Invocation TCG Society, you have to pass the test. Ach, müssen wir ein Samachul mit Karten versiegeln? It's just a tabletop card game. I'm not sure how you would plan on achieving something like that. Basically, to become an official and recognized TCG player, you have to best 3 opponents in a duel. So, you have to win 3 duels against 3 different opponents? The duel you just played can count towards this tally. I agree. Although I didn't get to observe the match myself, I did listen along, and from what I could hear, you both performed at a rather high level. Same way you can hear what Prince says? A well-trained ear is a basic skill expected of anyone hoping to become a TCG master. But back to the matter at hand. The Traveler only needs to beat 2 more opponents to become an official TCG player. Sucrose, you may have lost the last duel, but don't be disheartened. I can assure you that winning 3 games is well within your ability. But first things first, Shuyen. Before that, our TCG newcomers should receive their free gift. Ah, yes, my goodness. Completely slipped my mind. I'm lucky to have Prince here to remind me. Everyone who wants to start playing Genius Invocation TCG is entitled to claim a free Casket of Tomes. Eine Codex-Schatulle? Oh, Timaeus mentioned it, didn't he? It was from the light novels he's been reading. The thing that the main character found in his attic. Oh, that's right! The soul of an ancient TCG player was trapped inside, right? So the Casket of Tomes is actually real? Well, actually, all card cases in Genius Invocation TCG are called Caskets of Tomes. Not only do they provide a reliable and sturdy container to store your decks, they can also sense when other people in the area are also carrying a Casket of Tomes with them. Oh! Paimon can guess what you're gonna say next! The reason they can sense each other is because they have the souls of ancient TCG players inside! That would mean an extraordinarily high number of people in history have been turned into disembodied souls as a consequence of playing card games? No. The real reason that it can sense other caskets is because it holds a nifty little mechanism invented by Sumeru scholars. Darn! What a letdown. So können wir andere zum Spielen finden. Alright, now let's see this Casket of Tomes already! All Caskets of Tomes are issued by Margaret, so you will need to see her to claim yours. Probably for the best. If Prince and I were responsible for handing them out, knowing how eager we both are to promote the game, we'd probably have dished them all out by now. Okay, so go and see Margaret to claim your Casket of Tomes, use it to find another player, beat them in a duel, and then come back here. But even for the Traveler, that's only 2 wins in total. What about the last one? I shall choose the final contestant he must beat in order to become an official TCG player, for it must be one of comparable prowess.
excellent plan, Prince. Happy dueling, both of you. Na gut. Somit müssen wir jetzt nur noch Margaret finden, damit wir dann auch endlich geniale Beschwörung offiziell spielen können. Also erstmal die Taverne verlassen. Und dann bald das Geld für Karten verprassen. Oder auch erstmal abwarten, dass wir dann auch gleich am Zuge sind. Also gut, wir müssen also jetzt als nächstes Margaret finden. Und wo ist sie denn jetzt? Ja, noch nicht geladen. Das ist sie, sag ich jetzt. Sie ist noch nicht geladen. Bis jetzt. Hello, you three. Has little Diona finished teaching you the rules of genius invocation? Ah, I see you're here for your casket of tomes, aren't you? A very useful tool indeed. Ah ja, eine Deckbox. So this is a casket of tomes. That's right, a purpose-built case for your card deck that can even detect when someone else nearby is carrying one. Gosh, whoever invented this must have seriously disliked being alone. Yeah, well, even the most fun game is pretty lonely if you got no one else to play it with. True. So I'm glad that these customers, TCG players, are able to congregate at the Cat's Tail. Dadurch gibt es hier auch mehr Gäste. You're not wrong, but that's secondary. The important thing to me is the opportunity for like-minded people to come together and enjoy their favorite hobby. It creates a nice atmosphere. Anyway, now that you have your caskets of tomes, it's time to find some opponents. All right. In that case, I'll go find some people to play against too. Let's meet back at the Cat's Tail in a while. Genau, vertraue den Karten in deiner Hand. Thanks. I'll do my best. Also gut, suchen wir einen Gegner. Mithilfe der Codex-Schatulle kannst du dein Deck bearbeiten und andere über Codex-Schatulle verfügbare Leute in der Nähe als Kartenbeschwörer aufspüren, die du herausfordern kannst. Durch Öffnen der Codex-Schatulle gelangst du in das Deckmenü, in dem du das zu bearbeitende Deck auswählen und so dein Deck bearbeiten kannst. Nachdem du die Funktion zum Finden von Kartenbeschwörern ausgewählt hast, erscheint die Karte auf der Position anderer Kartenbeschwörer vermerkt sind. So siehst du auf einen Blick, wer mit dir spielen kann. Beim Starten der Suchfunktion der Codex-Schatulle wird nach Möglichkeit zuerst automatisch der dir am nächsten befindlich von dir ungeschlagene Kartenbeschwörer als Ziel ausgewählt. Also gut. Es ist also gleich mal Zeit für ein Duell. So, mein Deck, neues Deck erstellen, ab Kartenbeschwörung Stufe 3 verfügbar. Haben wir hier schon ein paar neue Karten? Haben wir überhaupt Karten hier drin? Okay, die Deckzusammenstellung ist eigentlich nicht gerade so schwierig, das kriegen wir eigentlich ja hin. So. Nun ja, aber anscheinend besitzen wir aktuell nur 3 Charaktere, also bringt das eher gesagt noch nichts. Wir haben gerade mal...
Wir haben gerade mal einen Gegner hier. There's a player nearby. That way. Let's go see. Okay, Spawn, es ist Zeit für ein Duell. You! I'm sorry. Is there anything I can assist the two of you with? We want to become official Genius Invocation TCG players. But we have to pass the test first, so we need to beat 3 players in a duel. Our Casket of Tomes led us to you. Oh, I see. Unfortunately, I'm on duty right now. Aber jetzt ist Zeit für ein Duell. I see you're serious about this. Very well. As a fellow TCG player, I cannot refuse an earnest invitation to duel. So be it. Then let the duel begin. Gut, Abenteuer-Herausforderung. So, Herausforderung starten. Erringen den Sieg. Was kriegen wir da? 200 irgendwas? Glücksmünze. Die werden wir dann wohl brauchen, um neue Karten zu kaufen. Also gut, die geniale Beschwörung beginnt. Let's go. Okay, das Duell beginnt und so wie es aussieht, haben wir, er sagt, nicht allzu viele Probleme hierbei. Wir brauchen allerdings jetzt ein bisschen mehr Feuerkraft. Ja, schon besser, aber nicht optimal. Okay, das war eigentlich jetzt schon mal recht einfach. This will be interesting. Probieren wir, sag doch mal, den Omni-Würfel aus. Warte mal. Unzureichende Würfel? Okay, dann werden wir hier die elementare Abstimmung erstmal machen. Und dann Zeit für den Angriff. Cool it. Okay, mehr Möglichkeiten haben wir jetzt also aktuell nicht. Okay, das Würfelergebnis war jetzt auch nicht gerade so optimal.
Viel zu viel Geoenergie. Okay, dann aktivieren wir die Paimon-Karte. Okay, dann beginnen wir jetzt. Freeze! Okay, mehr haben wir jetzt nicht zur Verfügung. Aber was bedeutet dann gleich der Omni-Würfel? Ach so, man kriegt, sagt noch einen extra Würfel. Push your luck. Das ist natürlich nicht schlecht. Aber somit haben wir schon mal unser erstes Duell gewonnen. Und 200 Münzen dazu auch noch gewonnen. Also gut, weiter geht's im Text. Wir haben nur gerade mal ein Duell gewonnen. Und haben noch nicht mal ansatzweise neue Karten gekriegt. Tja, jetzt erstmal wieder abwarten, bis alles geladen ist. Gosh, I lost. You're remarkably good at this, considering how new to the game you are. Let's play again when you have some time. But ideally, not when I'm on duty. We did it! Now we have 2 victories under our belt. Let's get back to the cat's tail. Paimon wonders who Prince is gonna pick as our final contestant. Tja, gute Frage, nächste Frage. Cyno würde sich ja, sagt jetzt, ziemlich gut dafür anbieten, weil er sowieso auch als allererstes, oder Tainari, weil die beiden ja sowieso als allererstes in Sumeru von der genialen Beschwörung ja gesprochen haben. Aber ebenso, ja, Miko wäre sogar auch wahrscheinlich. Oder vielleicht noch ein paar andere Leute. Vielleicht sagst du sogar auch gegen Prinz jetzt selbst. Mal abwarten. Mal abwarten. I sensed that he had what it took to become an official TCG player, but he has returned to the tavern more quickly than I had expected. Defeat the opponent I have arranged for you, and you shall become an official TCG player. I look forward to watching this game immensely. Not just Prince. I can't wait either. Come, your opponent is waiting for you in one of the private rooms. He won't lose to them, whoever it is. Right, Traveler? Natürlich nicht. What ho, fellow voyager of the Stellar Void. Yes, even I was briefly discountenanced when I heard the tidings of your sworn oath to become the thrice victorious. But so be it. You, who are
enslaved by dueling desire. Be released from your shackles into the glorious arena of gladiatorial combat. Okay, das ist Fischl. Step forth, O brave challenger. Your prinzessin grants you an audience. Hearken well. The wretched clock chimes yet again, as the declining light of the day grows dimmer still. Pardon my directness, but we have not been waiting that long. Mein Fräulein could afford to be a little less impatient. Paimon knows those voices. Your opponent sounds anxious to begin. Do not delay. That's what Prince said. Please enter and enjoy your Genius Invocation TCG Duel. Na gut, dann wollen wir Fischl, der sagt, nicht warten lassen. Und das Duell beginnen. Paimon knew it! It's Fischl and Oz! Who else but the prinzessin? For, as the name of this hallowed rite suggests, only when the wisest of heroes is summoned can the Master of Cards hope to be crowned the champion. This path is a treacherous one. It must be tread with great caution, for eternal doom and damnation are but one wrong step away at any given moment. That is why none is more suited to appear in this audience chamber than the prinzessin, whose Aug de Verurtelung des großen Kaleido-Phantasmus has witnessed 10,000 battles across 3,000 worlds. Oh, is that right? Ja, dann lass uns mal losleben, Maximilian Pegasus. Indeed. Mein Fräulein has watched many games of Genius Invocation TCG, and has gained a solid grasp of the rules. Even in a duel between beginners, it is best that both participants are well versed in them. Oh, that's true. Okay, er hat schon viele Menschen spielen sehen. Ah, this makes sense now. Prince did say that he was gonna pair us with someone of a similar skill level. Guess that means Fischl hasn't been playing that long either. The prinzessin needed but a single glance at these mere machinations of mankind to discern their working principles. Thus, with speed and brilliance paralleled by lightning alone, do I now arrive here at the gateway to yonder circle of secrets. Mein Fräulein, too, has bested 2 opponents thus far, and is therefore one step away from becoming an official TCG player. So there's a lot on the line, huh? Either Fischl or the Traveler is gonna come out of this duel as an official TCG player. Indeed. The prinzessin herself heeds the call of fate and descends to this realm from the Immonachreich. Yet still, you dare to doubt the inevitability of the inevitable. Your stubborn foolishness is contemptible. Mein Fräulein, I implore you to consider less odious turns of phrase, lest you be forced to feast on your words in the fullness of time. What? I shall not lose, Oz! What say you, Outlander? Do you wish to make an enemy of me, the Prinzessin de Verurtelung, who even now begins to strum the strings of fate that shall sound out the Traveler's Requiem? Okay, komm schon, jetzt ist die Zeit unseres Kampfes. Then I say it is time to see what you are made of. Okay, Fischl, Bennett und Keir. Eine recht interessante Kombination für die geniale Beschwörung. Also gut, einen Speer brauchen wir, er sagt nicht. Machen wir erstmal so einen Wechsel. Okay, das Ergebnis war nicht gerade sehr berauschend. Let's go.
das Würfelergebnis war jetzt, nicht gerade so schlecht. Okay, ich finde, das ist jetzt keine schlechte Anfangspartie gewesen. Okay, erstmal das Artefakt anlegen an Dillok. Karte wird ausgespielt, gut. Dann als nächstes greifen wir an. Mit sengende Klinge. Okay, unser Zug. Was machen wir da? Ein Figurwechsel, würde ich mal sagen. This will be interesting. Das sind jetzt, leider keine allzu guten Karten. Dodge this! Tja, mein Gegner hat die Vorhand. Das ist nicht gut. Aber wir können jetzt immerhin noch wechseln. Wir haben die passende Karte auf der Hand. So, nein, das war's nicht. Schalte alle Beschwörungen. Nein, wo ist denn das jetzt? Wird eine der Figuren diese Runde ausgeschaltet? Nein, wo ist der Auswechsel? Haben wir das, jetzt... Ah, verdammt nochmal. Wir haben das Ganze jetzt, fehlerhaft gemacht. Okay, wir haben die Karte Paimon ausgespielt. Und wir beenden unsere Runde. Okay, Runde 3 beginnt. Würfelphase. Okay, das sieht nicht schlecht aus. Wir haben noch einen Omni-Würfel hinzugekriegt. Das ist jetzt auch nicht gut. Let's finish this swiftly. Okay, wir müssen das Ganze jetzt, so langsam sicher mal beenden.
couldn't break. This is but a small sacrifice necessary to achieve ultimate victory. Das sagt sie jetzt, aber wir haben trotzdem die Oberhand. Wollte ich der Sack meinen, aber es sieht der Sack jetzt leider nicht gut aus. Okay, die zweite Paimon-Unterstützerkarte hat uns jetzt leider nicht sehr viel gebracht. Wir haben zwar Diluc jetzt der Sack aufgepowert. Aber gut, wir brauchen auch erstmal die richtigen Würfel. Und das sieht jetzt einfach perfekt aus. Und wir haben sogar noch Omni-Würfel. Jetzt wird es, der Sack, wirklich Zeit für unseren ultimativen Angriff. Dämmerung. Okay, dann Angriff mit gehärtetem Stahl. What happened? Oz, with lightning twixt upper and lower mandible, strike thy pointy beak into this obstacle and remove it from my path. Mein Fräulein, I cannot simply attack the Traveler. Okay, wir sind weiter am Zug. Das ist gut. Okay, wir sind weiter am Zug, also jetzt erstmal... ja, Figuren wählen. Einwechseln. Und Runde beenden. Ich würde mal behaupten, wir haben jetzt, er sagt, nicht sehr viele Elementarfähigkeiten normal zur Verfügung. Aber der elementare Einklang bringt uns, er sagt, jetzt die nötige Animo-Kraft ein. Test 6308. One shall descend. So, Duell gewonnen. Impossible! Ugh, the cursed dragon looms near once more, casting its dark shadow on the slender threads of fate, hiding them from my vision. Traveler, was even this part of your plan? What a truly ingenious plot, and what an exciting duel to witness. Congratulations! You've won 3 duels now. That makes you an official TCG player. Yeah! Oh, Sucrose, you're back! Does that mean... Yep. I've won 2 games so far. When I got back, I heard you were in the middle of your final duel, so I came over to watch. Nice! Sucrose won too as well! Great work!
It seems I am forced to admit, fellow Voyager of the Stellar Void, that your mastery of the cards is second to none. To commemorate your glorious ascent to a battlefield beyond this lowly mortal realm, I grant thee an incarnation of my majesty in miniature. As you embark on this ingenious vocation, may you wield it in battle against all your fated foes, that not a single one of them may be left standing. Mein Fräulein wishes to give you a Mein Fräulein character card. Wow, it's Fischl's character card! Eine echte Gnade der Prinzessin. 'Tis a mere token of such. To the victor of this splendid duel is a boon of commensurate splendor due. Oh, excuse me, ma'am. I am also a beginner who has won 2 games so far. Might I also have the honor of joining you in a duel? If you would be willing, of course. Nothing would delight me more. I hereby grant you permission to join me in performing the hallowed rite of genius invocation. One other thing. When I got back, Prince and Shuyan said there was something they needed to give you if you managed to become an official TCG player. Doch nicht noch eine neue Prüfung. Probably not. Oh, Paimon bets it's some kind of prize for making it as an official TCG player. Let's go get our prize! With 3 electro dice, I summon my eternal familiar, Osvaldo Hrafnavine, to my side. Heed my invocation! But, Mein Fräulein, I have been by your side all along. I mean in the game, Oz. Then, I'll use Chaotic Entropy to invoke a large wind spirit that deals increased damage when it carries an element other than Anemo. So... Oh, so be it. One shall not be swayed by such a feeble attack. Schade, ich hätte jetzt so gerne gewusst, wie die ganze Geschichte jetzt hier ausgeht. Aber gut, dann holen wir uns jetzt, unsere Belohnung ab. Ah, so it was you who won the duel in the end. I knew you'd do it. Congratulations! You are now officially recognized members of the Genius Invocation TCG community. Very well done. Now, I will explain to you what becoming an official TCG player entails. The first thing all new official TCG players receive is their TCG Player's Handbook. This handbook tells you exactly what you need to do to become a top-tier TCG player. Make sure you read it. Secondly, a range of Genius Invocation merchandise is now available for you to purchase here at the Cat's Tail. So you see, becoming an official TCG player is really just the first step. And thirdly, whenever you wish to play a game with a friend, you can use the invitation board there. Whoever you wish to duel against, simply invite them to the tavern for a game. Duell-Einladungstafel? Yes, it's right by the bar counter. Once you get the hang of it, you can play with your friends whenever you want. That's it, really. If there's anything else you didn't quite understand, you can always come and ask me. Yes, indeed, I'm quite sure they will. Oh, sorry, I forgot to translate for you. Prince would like to say, hope you have fun playing Genius Invocation TCG. Tja, nicht übel. Wir haben das Schlachtfeld von Würfeln, Katzen und Karten abgeschlossen und nehme an verschiedenen Duellen teil und werde ein erfahrener Kartenbeschwörer. Okay, geniale Beschwörung, Einführung in der offenen Welt. Oder nimm ab Kartenbeschwörer Stufe 2 in Duellen der Gäste in der Taverne, die wöchentlich kommen, teil, um Kartenbeschwörer EP zu sammeln und deine Kartenbeschwörerstufe zu erhöhen. Mit steigender Kartenbeschwörerstufe werden zusätzliche Funktionen und unterschiedliche Duelle freigeschaltet. Jetzt Zugriff auf Duelle mit Prinz und Aufstiegsherausforderungen zum Erhöhen deines Stufenlimits. Okay, überall von Kartenbeschwörern gespielt wird.
Mhm. Okay, das mit den Glücksmünzen, das hatte ich mir schon gedacht. Tja. Hallo, wie kann dir helfen? Mal sehen. Kartenbeschwörerstufe einsehen. Nicht gerade sehr viel. Figurenbelohnung. Okay, es scheint anscheinend der Sack wirklich einiges an Urgestein hier noch zu geben. Und das sind jetzt also auch die Karten, die man der Sack hier kriegen kann. Tja, nicht übel. Tja, wirklich nicht übel, aber dafür bräuchten wir jetzt erstmal eine neue Beschwörungsstufe. Tja, wirklich nicht übel. Ob man jetzt hier noch was machen könnte? Wäre auf jeden Fall eine gute Idee, um noch ein bisschen Urgestein heranzukommen. Muss man so sagen. Ist nicht schlecht, das Ganze. Das wäre, jetzt wirklich, nicht schlecht. Kartenbeschwörer-EP. Gäbe es hier auch. Aber ich denke mal, das lassen wir, jetzt mal für einen anderen Part. Denn eine Sache, die jetzt, wichtiger erstmal ist natürlich die Aranara Weltquest-Reihe, die wir, ab dem nächsten Part in Angriff nehmen werden. Ansonsten war das, jetzt, erstmal der abschließende Part von Geniale Beschwörung. Ansonsten können wir, so nach und nach immer mal wieder ein paar kleine Duelle, auch mal machen. Aber jetzt an dieser Stelle war's das dann erst einmal. Wir haben quasi die Story hierbei abgeschlossen, haben 60 Urgestein gekriegt. Wir können, durch weitere Duelle sowieso auch noch mehr Urgestein kriegen. Aber wie schon gesagt, das erstmal für einen anderen Part. Jetzt können wir auch noch mal sehen, ob wir hier noch ein paar zusätzliche Belohnungen kriegen. Höchstwahrscheinlich ja. Okay, das war, noch alles mit den Akitsu Kimodameshi. Tja, und hier hätten wir auch noch die Sache mit Geniale Beschwörung. Na gut, das war's dann also erst einmal. Die Geniale Beschwörung wird an dieser Stelle erst einmal zur Seite gelegt. Und im nächsten Part geht es dann, zurück nach Sumeru, damit wir auch endlich mal, wie schon gesagt, die Aranara Weltquest-Reihe beginnen werden. Theoretisch könnten wir uns, dorthin auch schon mal teleportieren. Sumeru. In der Nähe von Gandhara. Mal sehen.
Müsste eigentlich hier irgendwo in der Nähe sein. In der Nähe von Gandhara. Eine Frau namens Rana. Müssen wir dafür jetzt erstmal finden. Es beginnt, er sagt, alles damit, dass hier, sagt, von Pilze angegriffen wird. Und ja, in diesem Part wird, sagt, jetzt natürlich nicht mehr die Weltquest-Reihe angefangen, aber im nächsten Part. Und da man dafür auch nicht allzu lange braucht, begebe ich mich dann jetzt erstmal kurz mal schnell auf die Suche. Dürfte eigentlich auch nicht allzu lange dauern. Könnte theoretisch auch schon... Okay, wie schon gesagt, es dauert nicht mehr allzu lange, bis wir, sagt, diese Weltquest beginnen können. Da ist, sagt, schon die Person namens Rana. Und damit seid ihr jetzt erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal, wo wir dann jene Person vor den 3 Shiitake-Pilzen retten werden. Bis dann und ciao, bis dann.